Hast du das gespürt? Gestern am Samstag war die kosmische Reinigungskrew mit dem Vollmond im Krebs noch voll im Einsatz. Sie hat unsere emotionalen Waggons ordentlich grundgereinigt, damit wir leichter werden. Und vielleicht sitzt du heute Abend da, spürst diese frische Klarheit, merkst aber auch, da liegt noch ein letzter Hauch von Zauber in der Luft. Wir befinden uns nämlich auf den letzten Metern der Rauhnächte. Bis zum Dienstag stehen wir noch am Bahnsteig, umhüllt vom Nebel der Anderswelt. Doch schau mal genau hin. Die Signale schalten langsam um. Unsere kraftvolle rote Lokomotive, der Mars im Steinbock, steht nicht mehr still. Der Motor läuft warm, der Kessel steht unter Druck und sie wartet nur darauf, dass sich am Dienstag die Tore öffnen. In dieser Woche geht es nicht mehr nur ums Träumen oder Aufräumen. Es geht um den Startschuss für 2026. Wir haben eine gewaltige Energie, die uns vorwärts schieben will. Fast so, als hätten wir einen Turbolader zugeschaltet. Doch wie nutzen wir diese Power, ohne dass uns schwindelig wird? Wie steigen wir vom Passagiersitz in den Führerstand und lenken diesen Zug mit Herz und Verstand? Genau darum geht es heute. Schnapp dir dein Ticket, mach es dir gemütlich, wir fahren los. Willkommen zu einem neuen Astro-Oracle-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion. In dieser Woche vom 5.1. bis 11.1. erleben wir einen energetischen Gangwechsel. Nachdem wir die letzten Tage noch sehr nach innen gerichtet waren, fordert uns der Kosmos jetzt auf, konkret zu werden. Die Steinbock-Energie ist dominant. Sonne, Merkur, Venus und Mars versammeln sich hier und geben uns Struktur und Ausdauer. Unterstützt wird das ab Montag durch das Human Design Tor 54, das Tor des Ehrgeizes. Wir spüren den Drang, etwas zu erreichen und aufzusteigen. Aber das Spannende ist, Jupiter ist auch mit im Spiel und bildet Aspekte zu unseren Steinbock-Planeten. Er wirkt wie ein Vergrößerungsglas für unsere Ambitionen. Die Kunst in dieser Woche liegt darin, diese riesige Antriebskraft zu nutzen, um Großes zu schaffen, dabei aber die Menschlichkeit und unsere innere Balance nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist eine Einladung zum authentischen Erfolg, der nicht nur glänzt, sondern auch erfüllt. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenziale auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energien spürst, hängt auch immer von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Lass uns nun die Schlüsselmomente der Woche genauer betrachten. Der Montag, der 5.1., dient uns als sanfter Einstieg. Er ist ein astrologisch-ruhiger Tag, perfekt geeignet, um die Erkenntnisse des Wochenendes sacken zu lassen. Der Dienstag, der 6.1., ist ein energetischer Schwellentag. Die Rauhnächte enden und am späten Nachmittag treffen sich Sonne und Venus zu einer wunderbaren Konjunktion. Das ist ein Aspekt, der uns einlädt, Schönheit und Harmonie in unser Leben zu bringen. Unser Liebesempfinden drückt sich stärker aus und wir strahlen eine natürliche Freundlichkeit aus. Da der Mond am Abend in die strukturierte Jungfrau wechselt, könnten wir dieses Wohlgefühl ganz praktisch nutzen, indem wir Ordnung im Außen schaffen, die uns innerlich Ruhe schenkt. Der Mittwoch, der 7.1., bleibt ruhig und unterstützt uns mit der Jungfrau-Mondenergie dabei, produktiv zu sein und Dinge methodisch zu erledigen. Der Donnerstag, der 8.1., bringt ein Feuer in den Kessel. In der Nacht verbindet sich die Venus mit dem Mars. Das ist die kosmische Hochzeit von weiblicher und männlicher Urkraft. Es geht um Leidenschaft, um das Verschmelzen von Wünschen und Handlungen. Unterstützt wird das von einem harmonischen Trigon zwischen Sonne und Mond, das uns hilft, unsere Gefühle und unser Handeln in Einklang zu bringen. Wir fühlen uns rund und motiviert. Am Freitag, den 9.1., spüren wir am Vormittag einen belebenden Aspekt. Der Mondknoten bildet ein Sextil zu Merkur. Das ist eine wunderbare Energie, um auf Menschen zuzugehen. Es fällt uns leichter, Kontakte zu knüpfen und uns im Fluss der Ereignisse wohlzufühlen. Mittags trifft dann die Sonne auf den Mars. Jetzt hat unsere rote Lokomotive ihre volle Betriebstemperatur erreicht. Vitalität und Durchsetzungskraft sind jetzt auf dem Höhepunkt. Am Abend steht die Venus dann in Opposition zu Jupiter. Hier dürfen wir achtsam sein. Wir haben Lust auf Genuss und Fülle, sollten aber darauf achten, Maß zu halten und Qualität vor Quantität zu stellen. Am Samstag, den 10.1., aktiviert die Sonne das Human Design Tor 61, das Tor der inneren Wahrheit. Gleichzeitig stehen Sonne und Mars in Opposition zu Jupiter. Das ist eine sehr expansive Energie. Wir wollen wachsen, vielleicht sogar Grenzen sprengen. Der Halbmond in der Waage am Nachmittag fordert uns auf, eine bewusste Entscheidung für die Balance zu treffen.
Wichtig zu wissen, ab kurz vor 19 Uhr geht der Mond in die Leere. Das bedeutet für den Samstagabend Gang rausnehmen. Es ist keine Zeit mehr für wichtige Entscheidungen, sondern für Entspannung und Rückzug. Der Sonntag, der 11.1., bringt Tiefe. Der Mond wechselt in den Skorpion, was unsere Emotionen intensivieren kann. Ein Spannungsaspekt von Chiron zu Venus am späten Nachmittag ist eine liebevolle Einladung, alte Muster in Bezug auf unseren Selbstwert anzuschauen und uns selbst die Anerkennung zu schenken, die wir vielleicht im Außen suchen. Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten. Denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Wir beginnen mit den kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock. Eure Karte für diese Woche ist Neptun. Neptun symbolisiert die Sehnsucht, die Intuition und die Verbindung zum großen Ganzen. In einer Woche, die so stark von Steinbock-Tatkraft geprägt ist, ist das für euch ein wichtiger Ausgleich. Ihr seid oft die Motoren, die Dinge starten, aber Neptun erinnert euch, eure Seele braucht auch Ausgleich. Es geht darum, die starren Grenzen des Alltags manchmal aufzulösen und ins Spüren zu kommen. Vielleicht fühlt ihr euch diese Woche inspirierter oder träumerischer. Nutzt das als Gabe. Verbindet euren Ehrgeiz mit Mitgefühl und lasst euch von eurer Intuition leiten, nicht nur vom Verstand. Eure Reflexionsfrage lautet: Wo darf ich in meinem vollen Terminkalender eine Oase der Stille schaffen, um meine innere Stimme wieder zu hören? Mein praktischer Tipp für euch: Plant bewusst Zeit für das Nichtstun ein. Erlaubt euch Tagträume, denn darin liegen oft die Lösungen für reale Probleme. Als unterstützender Kristall gilt traditionell der Amethyst als Symbol für Ruhe und geistige Klarheit oder der Aquamarin, der oft mit dem Fluss der Gefühle assoziiert wird. Ätherische Öle, die thematisch passen, sind Weihrauch, der für spirituelle Zentrierung steht, oder Lavendel, der als Klassiker für Entspannung gilt. Ein schönes Ritual wäre das Führen eines Traumtagebuchs direkt nach dem Aufwachen oder eine bewusste Meditation am Wasser oder in der Badewanne, um die neptunische Qualität der Hingabe zu zelebrieren. Werbung. Die Links zu diesen Produkten findest du in der Beschreibung. Weiter geht es mit den fixen Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Eure Karte für diese Woche ist Zwillinge. Die Karte Zwillinge bringt frischen Wind in eure Woche. Sie steht archetypisch für Kommunikation, den wachen Verstand und Neugier. Ihr als fixe Zeichen habt die Gabe der Beständigkeit, doch manchmal dürft ihr etwas flexibler werden. Diese Woche lädt euch ein, in den Austausch zu gehen. Es ist eine Zeit, um Informationen zu sammeln, Gespräche zu führen und neue Ideen willkommen zu heißen. Vielleicht löst sich ein Knoten, indem ihr einfach mal darüber redet oder eine andere Perspektive einnehmt. Achtet nur darauf, nicht zu oberflächlich zu bleiben, sondern den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Eure Reflexionsfrage ist: Welches Gespräch schiebe ich vor mir her, das mir jetzt neue Türen öffnen könnte? Mein praktischer Tipp an euch: Seid neugierig wie ein Reporter in eurem eigenen Leben. Stellt Fragen, statt Antworten zu geben. Als Kristalle passen der blaue Chalcedon, der symbolisch für den Ausdruck steht, oder der Zitrin, der als Stein der Lebensfreude und geistigen Flexibilität gilt. Bei den ätherischen Ölen könnten Pfefferminze als Impuls für geistige Frische oder Eukalyptus als Symbol für einen klaren Kopf wunderbare Begleiter sein. Ein passendes Ritual ist das automatische Schreiben, um den Gedankenfluss sichtbar zu machen, oder das bewusste Vernetzen mit Menschen, die euch inspirieren. Werbung. Auch hier findest du die Links in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Und schließlich schauen wir auf die flexiblen Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische. Eure Karte ist der Tanz der Schmetterlinge. Das ist eine Karte der puren Transformation. Ihr seid die Zeichen, die den Wandel oft am besten meistern, und diese Woche bietet euch eine echte Chance zur Metamorphose. So wie der Schmetterling sich aus der Raupe entwickelt, dürft ihr jetzt eine alte Form hinter euch lassen. Vielleicht beendet ihr ein Projekt, ändert eine Gewohnheit oder lasst eine Überzeugung los, die euch klein gehalten hat. Es ist ein Übergang von einem Zustand in den nächsten. Habt Vertrauen in diesen Prozess, auch wenn sich das Neue noch unbekannt anfühlt. Ihr seid bereit zu fliegen. Die Reflexionsfrage für euch lautet: Welcher Teil von mir hat ausgedient und darf jetzt liebevoll verabschiedet werden, damit ich wachsen kann? Mein Tipp für euch: Setzt ein Zeichen der Veränderung im Außen. Das kann eine neue Frisur sein oder das Umstellen von Möbeln. Signalisiert dem Universum, dass ihr bereit für das Neue seid. Als Kristalle können euch der Labradorit, der oft als Stein der Wandlung bezeichnet wird,
oder der Mondstein, der für den Neubeginn steht, begleiten. Ätherische Öle, die diesen Prozess thematisch unterstützen, sind Zypresse, die für das Annehmen des Lebensflusses steht, oder Bergamotte, die oft mit Zuversicht in Verbindung gebracht wird. Ein kraftvolles Ritual wäre ein kleines Loslassritual, in dem ihr symbolisch etwas Altes sicher verbrennt oder dem Wasser übergebt, um Platz für den Schmetterling in euch zu schaffen. Werbung. Alle Empfehlungen habe ich euch natürlich verlinkt. Fassen wir diese Woche noch einmal zusammen. Wir starten heute Abend und morgen noch sanft, verabschieden am Dienstag die rauen Nächte und nutzen dann die volle Kraft unserer roten Mars-Lokomotive, um ambitioniert in das Jahr 2026 zu starten. Es ist eine Woche voller Tatkraft, in der wir dank Jupiter groß denken dürfen, aber immer wieder prüfen sollten, ob unser Herz auch mit an Bord ist. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen oder den von mir verwendeten Produkten findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.